Marius and welcome to MJ Safe van des Marius. Be vrede tot je deelnemen aan de aandacht van des Marius. Ik hoop dat je gaan in zeer schöne dag van deel. Van deel als Moedersdag en we willen van deel zijn Happy Mother's Day to you alle. Ik hoop dat je gaan einfach in je zin en tijd. Ik hoop dat je gaan gelegenheid om wat van jullie kinderen te zijn van deel. Möcht je in zin gaan doen. Wir wollen in die Botschaft gehen, aber erst dann gehen, dann würde ich gleich ein paar Bemerkungen zu geben. Und eine, zwei erste, für die von Ihnen, die die Feedback aufgestellt haben, je für die Kirche, ich will Ihnen sagen, sehr viel Dankeschön von der Bordit. Für mich, die Samwarte als näher kommen, wie $1,830. So viel Dankeschön dafür. Möchte Gott Ihnen segnen. Andere Ding, was ich will sagen, ist, ich will Dinge abklären über unsere Diakon wohl. Wir haben Feedback bekommen, die wir wollen tun. En einige van jullie hebben vragen over wat het schaffen wordt en wat het alle de lijn komt. En je wordt, maar nu waar je al papiertjes die krijgen over WhatsApp, over in een mannengroep, en een vrouwensgroep.
En så var det zijn hand dus zo. En we doen 2 diakonen bij we willen. En een predja, een hilfspredja. En zo dan, de wat je vraagt dat je de nummers ten opschrijven, wem je versloon doen, voor wem je dan wil. So, je kan deze dingen wat ik je gezegd heb, kan je entweder printen, of je kan een van de boardmembers voeren en vrij en die nu een papiertje en dan doe je de nummers opschrijven. Ik wil dus zeggen dat wanneer je de nummers opschrijven doen en je de aanhangen doen, de papieren, weet je dat hem kwijt aan de kwijt toemaken, dat toebaken. Wat we wel hebben is dat het zal geheim blijven, voor wem je wilt hebben. En dan wanneer we de kwijts alle hebben en waar we die alle opmerken, de papieren alle uitzetten op een klampje op, dat die alle top zijn, dat we niet gaan zijn, welk papier welk kwijt uitkomt en zo, dat we niet durven zijn wer voor wem je wilt hebben. En dat zal geheim blijven en zo. So bloß die Papieren dann abschreiben, de nummers dann abschreiben op papieren, dann die boardmembers die aanhangen, so ein das Duf Kreining, ein das Isaac Wieb, ein das Peter Peters, ein das Johnny Leuven, ein das Peter Kloosen, en Hendrik Anreis, en je kan de keer bij Kijk afdrappen, er bij ons afdrappen, of loten en dan waar we de ook doen zijn dat die heigesteld worden. En zo dat wordt het zo gaan. En er wordt nog gevraagd als wer willen kan. En we willen erop arbeiden dat in het nieuwe jaar dat we worden dat wat de members zijn hier, wat we worden willen. Maar wat dan hebben we zo dat die würden sagen, dat als die in een thuiskerk, so wanneer die in een thuiskerk is, die zijn hier zo verbonden, dat we willen part zijn van de kerk, dan je zijn hier wenigstens 6 Monate gewaast zu sein. Und wir haben immer 6 Monate, wenn die ganz nie sind hier, dann kann je die Menschen wirklich nicht. Und so, wenn je wenigstens 6 Monate hier sind, und je fühlen, dass die kann die Menschen Charakter. Nicht bloß, das jetzt scheint mit spazieren. Das gibt mir viele Menschen scheint zu spazieren, aber wenn das kann, da wird eine Antwort für einen Charakter haben. Einige sind ein guter Charakter, einige sind nicht so ein guter Charakter. Und so, wir haben die sagen, kicken nur der Charakter. Wo ist der Wandel mit Gott? Haben die Verhältnis, Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist die Sache. Und wir haben die Schrift stehen, auf das Papier, was ich geschickt habe, und dort Menschen nur dort nur meten. Nur Titus Kapitel 1, so meten und sehen, was das für Menschen sind das abreiche Menschen und so. So, das wollen wir nur kicken da und dann wird noch gefragt, so dann, wenn das in der Thuiskerk ist und du kannst die Menschen, dann dürfen die anbeiden zum wählen. Und dann wird noch gefragt, ist früher auch tun, in Juri tun. Wir haben das hier so, dort Mann und früher sind Bad, Glieder, so you can bad. So, das ist nicht bloß breiter, das Mann und früher auch. So, bitte, wenn die Frauen haben, nicht blöd sein, ich kann mich phone, ich kann Henry andere phone, oder einfach eine Board Members, und wir können Ihnen das erklären. So, nicht blöd sein, damit fällt Ihnen frei. Naja, wir werden in Fährweg gehen, so von der als Mutterstag, und wir haben ein kleines bisschen Wort, was wir heute gemerkt haben, wir haben 2 kurze Videos, sind von 3 Jahren, und die haben was zu sein für Mütter. So bitte, wir werden ein paar Minuten Zeit nehmen für das, und dann gehen wir eine Botschaft nennen. Hey Mom, here's a little message for you, and I hope you like it. Happy Mother's Day, and I just want to say I love you, I really love you, Mom. And all those times that I feel ungrateful, or that you think I'm not grateful enough, that I truly am. I really am grateful. I am so thankful that God gave me as your daughter, because if I wouldn't be the person I am today if it wasn't for you. And I am so thankful that you showed me the compassion and the love that I'm supposed to love other people. And I am just so grateful that God gave you as my mom. And all those times that I seem like I'm ungrateful and that I don't love you. But Mom, I truly love you, and I hope that you have an amazing Mother's Day, and may God bless you. Mom! We want to tell you about our mom. One of the things that I admire most about my mom is seeing how much she cares for people. Throughout the years, I've seen her care for people that aren't only her children, but also people that don't have a mom to rely on, and she's helped them out so much, and it's amazing.
And whenever we had friends coming over, she was always treating them like they were her own, even though sometimes she didn't know them, but Yeah. And then I can't even tell you the love that her plants must feel from her. probably more love than we feel from. Oh, just kidding. That's another subject. Anyways, Mom is pretty funny. She is hilarious, and we love to go around with the camera annoying her all day. But I don't know. I think she likes it. Pretty sure. If you want to see any of them, just come ask us. And another thing is that we've seen over the years is that she's become more of our best friend than just our mom. It's really special to have your mom as your best friend. Mom just got home, so we gotta go. But we gotta quickly go. So also another thing is she's just bringing us tacos, so we love you even more for that, Mom. And I know you're gonna say something about my shirt being too old Ash, but we love her, and she taught us how to care, and it is a very special lesson. Bye, Mom. We love you. Wel, zeer veel dank aan Amanda en Elda en Sarah voor Mattel. Ik weet dat er zijn vele van jullie wat er houden kunt. Maar das dit dan hebben, ik geloof dat je gaan voor de meerheid ook gereed. Zeer veel dank aan, mag God je zien in de ver. Mag je eens met daar, je ook ziet in je eerdvallen van deel. Van der erst Mutterstag en verken moest er wieder unseren Tag van deel, wo dann eine Mutterstag-Botschaft gebracht worden. En ik wil dat niet doen. Ik wil dadelijk kijken nu ouderen beide in familie. Niet bloos aan Mütter gedacht, maar aan beide. En würde als ouderen zijn ver weg jet. Wanneer ik denk aan als we als een mensheid verken moesten non kijken aan ouderen zijn, dan zeg ik dat we gaan in de moed gezegd dat dit wo gescheid we zullen zijn. En wanneer we deze moed hier zo volbrengen kunnen, wanneer onze kinderen zo gehoorzaam zijn dat ze hier zijn aanpassen doen en deze dood wat we ons gebeurd hebben, dan zijn we goede ouderen. En wanneer het niet alle abstemmen dat, wanneer het niet alle hier zijn nu passen en aanpassen en fliehen dat, dann sind wir nicht gute Eltern. In Wirklichkeit, dann stellen wir uns vor, dann sind wir ziemlich praste Eltern. Ich weiß nicht, Studien noch mal so gefällt hast. Aber das Problem mit dem ist verken muss die Dinge, was wir hier so, die Stangen, was wir sagen, wo wir eben sagen, oder die Dose, wo wir sollen anpassen, das verken nicht so, was wir wirklich jetzt tun. Das sind das vielleicht wie mehr als was wir sollen, als verlorener Worte so mehr sein. Und was passieren das ist dann, wenn unsere Kinder nicht so gescheit sind, dass hier alle anpassen, dann sind die schuldig, dann sind die, was uns merken, prassloten, und dann sind wir verdrießlich mit ihnen, dann helfen wir ihnen verantwortlich dafür. Und das ist nicht ein guter Weg zum Eltern sein, das ist nicht ein guter Weg zum Kinder abbringen. Was wir tun, wenn wir das Leben tun, dann bestehlen wir uns selbst von den Seen, von den Seen, dass wir haben in die Kinder, und dann, dort uns das nicht muss scheinen mit ihnen. Dann fällt wir ans Verken, muss dann von unseren Kindern lost sein, und die sind aber nicht. Aber wenn wir glauben, dass die Kinder sollen uns merken, schmackloten, und die das nicht tun, dann sind die Schlechte, dann haben wir verantwortlich. Das ist nicht gut, das ist ein guter Weg zu tun. Die Kinder sind dann miserabel, und wir sind miserabel, und das geht da nicht schön. So, wo fangen wir dann an, wenn wir wollen kicken, nur was das meint, gute Eltern zu sein? Wo fangen wir an, zu kicken, nur recht, eine Weisheit, zu kicken, wer later, und wo fangen wir an? Well, ich will von der eine Geschichte bekicken in 1. Mose Kapitel 17. So, wenn ihr eine Bibel mit habt, ich will ihn umkreuen zum kicken. 1. Mose Kapitel 17. Und hier so, bloß zum Denken haben, was die Umstände hier sind. Es hier so, Gott, der vertalt hier mit Abraham, und er hat abfraschen mit dem Bund, was Gott gemerkt hat mit Abraham. So, in dem Bund hat Gott gesagt, dass Abraham wird Futter sein von vielen Ländern, von vielen Völkern. Und nu der Gott abfraschen mit ihm, am Fraschen erinnern der Eva. Dann sagt in den 15. Vers, dass Sarai, nun was geändert worden ist, Sarah, wirst du was Besonderes passieren in ihr Leben. So, Sarai, als ihr Name, soll nicht mehr Sarai genannt werden, nu soll sie Sarai genannt werden. Wo wen, soll du was Besonderes sein in ihr Leben. Hörst du mal, was er sagt in den 16. Vers von 1. Mose Kapitel 17. Das ist die Sehen, was Gott will geben. Hörst du mal, das heißt es das. Ich will Sarah sehnen, und ich will die unbedingt durch einen Sehen geben. Ich will sehnen, und sie wird die Mutter von vielen, von Völkern sein. Du wirst König von stammen.
En ander weet je zegt, God zegt tegen Abraham, zegt, kijk mal. Deze vrouw, en nu wat je aan het worden, en ik wil haar zegenen. En de zegen wat ik haar wat ik haar wil geven als een kind. Ik wil die door haar een zegen schenken. En Abraham heeft probleem met dit geloven, heeft probleem met dit aannemen. Hij kijkt naar dit en hij zegt, dat is een grote ding, we kunnen het zijn. En ik kan je zeggen, over dem wat ik dit over de jaren gelezen heb, ik heb het 4 keer even gelezen, ik heb me zeggen, kijk maar, Abraham weer een oude man, 100 jaar oud, en Sarah weer 90 jaar oud. Ja, dat is een Wunder, dat die nog kunnen kinderen hebben. En dat is wirklich een Wunder. En dat is, wo wir verkeerd op hängen blijven. Aber ik wil haben, wir sagen, klein bisschen terugbacken und sagen, was passiert hier? Gott sagt zu Sarah, da kijk mal, er sagt zu Abraham, ich will Sarah segnen. En wat wordt het leuk, wanneer ik er zegnen wordt? Ze wordt een kind hebben. En Abraham, hij kijkt naar dit en hij zegt, man, dat is aber een grote ding, dat kan de mens niet geloven. Hör je mal, wat het zegt in 17 vers, waar Abraham dit aannam, waar hij met dit denken deed, dat God aan dat zijn deed. Dat zegt het dit. Dan knijdt Abraham zich wat op de eerd en lacht. Hij dacht, kan een man die 100 jaar oud is, nog een vader worden, en Sarah, die 90 jaar oud is, nog een klein kind hebben. Het is interessant. Vaak moet van mensen wat zijn, wat we geloven wat de funnig is, dat schmuisten we een klein beetje. Ja, we dan eindelijk een beetje stellen slag, schmuisten een beetje. En de andere wat het aanvalt, zich vielleicht een beetje funnig en zo. Maar Abraham deed niet zo staat. Dat zegt, hij knijdt zich maar op de eerd, op de knieën, hij valt op de knieën en hij lacht. Hij lacht einfach geblüht ist, dass wir denken, dass er könnte nicht beinhalten, dass wir haben so abfangen, dass Gott mit seinen 100-jährigen Kittel, wird nie noch ein Kind zur Welt stellen, dass eine 90-jährige Frau wird niemals ein Kind, wird niemals ein Kind gehabt, nu wird sie noch ein Kind zur Welt bringen, am Lachen dort. En ander wird gesagt, dass er zu denken, Gott, du bist poco loco. Das merkt nicht sein. Wo jäft es so? Und dann jetzt wieder. In Vers 18. Und Abraham sagte zu Gott, wenn doch Ismael als eine Aufkuss haben. Und andere wird gesagt, kijk mal. Ich habe Ismael, dem habe ich al. Hij is al dit abgewassen. Ik weet niet wel, hij weer 9 of 10 jaar oud. Hij is al dem schwung. Dat is goed. Niet nog meer. Ik zeg 100. Sarah is 90. Niet als nu nog met een kleine ter wereld brengen. Ik weet niet, voor die die we vallen was, maar ik ben lang niet 100. En ik weet niet of ik wil 100 worden. Maar ik stel me voor, want ik wil 100 worden. Mijn knieën, die worden een beetje zwak zijn. Dat wordt niet wel zeer veel tijd nemen om met de kinderen te branden. En hoeveel gedachtenis wil ik hebben om dit kind recht opbrengen, om hem leren. Hoeveel verhältnis wil ik hebben met hem, hoeveel veel wil ik hebben met hem te dingen te doen hebben. Dat gedanken we mij worden doorgaan. En ik stel me voor, Abraham heeft die gedanken ook gehad. Dan zegt hij, God, Ismael, der is al dem schwung, mocht hij dat du hem kunt aannemen als een oorlog. En dat is interessant, waar hij ze kämpfen dat, aber Gott sagt zu ihm in Vers 19, nee, deine Frau Sarah wird einen Sohn haben. Du sollst du Isaac nennen. Ich will meinen Bund mit ihm merken, dass dort ein ewiger Bund ist mit seinen Nachkommen nur am. In anderen Worten sagen, wenn wir an 3 denken, nur Kapitel 15, du möchtest Gott einen Bund mit Abraham. Und du siehst Gott zu Abraham, er sagt, kijk mal, weil erstlich Abraham, er sagt zu Gott, kijk mal, du hast mir kein Kind gegeben. Und er bekijkt sich in der ganzen Wirtschaft und er hat so viele Dinge, was er noch hat, so viel Feier, so viel Geld und all diese Dinge, hat so viel. Und er bekijkt sich da alle und sagt zu Gott, kijk mal, du hast mir keinen Sinn gegeben, nu wordt deiner, was für mich schafft, der wird alle oven. Und dann sagt Gott zu ihm, dass er wird ein Vormerken von vielen Völkern. Und dann lässt Gott scheint sich so, dass er versiemt dort. Er deed nicht, aber so fällt sich dort für Abraham und Sarah. Dann sagt Sarah, kijk mal, nimm mir eine Kirche und hab mir ein Kind. Dann wird all sein. Und er deed. Und dann kommt der Ismael raus. Und nu ist es durch so. Und Gott, der merkt aber einen Bund mit, in der ganzen Geschichte, in Kapitel 15, Gott merkt einen Bund mit Abraham. Und weißt du, Gott sagt zu ihm, er sagt, hol den Mechel, hol den Schub, hol den Kaz,
hoelde veel. En dan en Abraham snijdt hij een hoofd, leerde de haan en we willen een bund maken. En dat denk ik erst, dat hier zo passeren deed, dat we dan denken, wat voor Abraham wird dann sehr bekannt gewesen. Nee, zu der Zeit deden sie dort, wenn die was beschließen wollen, dann deden die dort einen Bund merken, dann hat die Tieren, leden die Hand, dann über dem, was die diese, dann würden durchgehen, alle beiden Menschen, was in Contract sozusagen würden merken, die würden die durchgehen, und über dem, was die vorbeigingen, dann würden die sagen, was die Bedingungen wären von dem Bund, was die merken, und dann würden die noch sagen, dass wenn ich mein Part von der brechen da, dann kostet mein Feier und mir so dann für diese Tieren getan haben hier. Und so, dann passiert dann, Gott sagt zu Abraham, hol diese Tieren, bring mir die. Und das sage ich nicht wieder, was er damit tun soll. Aber Abraham wusste, was er zu tun hat. Und er schneidet die zwei Leder in die Hand und dann lügt er. Gott soll mal kommen. Er lügt. Und Gott kommt nicht. Was passiert? Dann Vers 11 sagt es, dann kommt der Ausudler an. Der Ausudler, der kommt. Und dort sagt er so, dass Abraham hat lang gelügt. Hast dich vielleicht am Schotten, die sagt, ich weiß nicht, aber hast du lang gelehrt und Gott kennt noch einfach nicht. Und dann, was das dies dann schlappt er an. Und dann in Vers 17, dann sagt er, dass Abraham ist schleip in das dieste wir, dann kam Gott mit dem regenden Ofen in einem brennenden Teuchlich, kam er durch die Dörche gehen, durch diese Tieren. Und dann wird gesagt, zu der Zeit, wenn die zwei sich bestimmt haben, das, was wir wollen tun, und dann haben die Tiere die ausgelegt, und einmal sagt der andere, oh man, ich weiß nicht, dass ich mein Part davon kann vollbringen. Ich will lieber nicht durchgehen, wenn du sollst mich nicht so behandeln. Wenn der andere dann die Wege durchgehen, dann sagt er, ich habe mich so überzeugt über diese Sache, dass ich will hier durchgehen, und so, wenn ich das brechen will, kostet mich so, aber sogar wenn du das brechen willst, dann kostet mich das dort. Und nun merkt Gott Abraham im Schlaf, dass Abraham nicht wird können, diese durchgehen, wenn Gott wusste, dass Abraham würde nicht helfen kann, er würde brechen, dann sagt Gott, du musst kicken mal, wenn ich hier durchgehe, dann kostet mich so, wenn ich das brechen will, und wenn du das brechen willst, kostet mich so. Und das sehen wir in dem Neuen Testament, wo Jesus Christus am Kreuz gehangen wird, wenn Gott hält den Part von dem Bund, er hält den Part von der Versprechen, aber wir als Menschen haben das gebrochen. Und Gott leitet sich durch so behandeln, als diese Tiere hier so behandelt werden. Das Blut wird vergoten, für die und für mich. So, das wird ein Bund hier so. Und Gott merkt, das Bund ist über dem, was er durchkommt, und dann sagt er, das sind die Bedingungen. Dass den Volk, die Nachkommenschaft, Vers 18, die waren von Ägypten Rifa, bei Euphrates Rifa, all das Land weg entgeben. Und dann nannte er alle Sorten Kulturen ab, was die waren richtig erfahren. Und dann sagt er, mein Bund ist, dass all das Land weg entgeben, und du warst ein Führer sein, das was zu fallen hier ist das. Und nu, in den 17. Kapitel, terugkom hier, wo wir anfangen. Nu sagt Gott zu Abraham, Abraham hat gelacht über Gott und hat gesagt, look, mocht Ismael deine Ohr sein und all das. Und dann sagt Gott, nee, du warst ein Kind haben, du warst Isaac nahen, und ich will meinen Bund, nicht deinen Bund, aber ich will meinen Bund mit Arm merken, und dort ist ein ewiger Bund für Arm und mit denen nur kommen, nur Arm. So, wovon Bund wir auch, dass wir Gott sehen Bund? Was wäre? Weil der Bund, was Gott in Kapitel 15 mit Abraham merken deed, dass er wird ihm das Land geben, dass er wird Vater sein, dass er just sagt, sie wird eine Mutter sein von vielen, die werden keines von ihr Sturm kommen. All das wir Part von der Bund. Und Gott sagt zu Abraham, kick mal, das ist nicht bloß mit dir, das mit deinen Nachkommenschaft auch, mit deinem Kind, mit deinem Isaac, der wird noch nicht geboren ist, der wird noch nicht mal gemerkt ist in seinem Körper, der wird noch was kommen. Mit dem ist das Bund auch gemerkt. Ein anderer Wort, was ich will haben, wie sie verstehen, ist, Ferkel muss sagen, glaube ich habe einen Raub von Gott, meine Kinder, die machen darüber leiden, aber ich habe Kinder, nu muss ich mein Raub, was ich habe, muss ich zu sie sagen, aber die Kinder groß sind, rückgetragen, das nicht, weil wir. Gott hat einen Raub von Abraham, dass er soll am nur fallen, dass er soll leben für ihm, er soll gehorsam sein zu ihm, und nu sagt er ihm sehen, und Abraham will sagen, kick mal, er wollte mir im Stich legen, ich bin 100 Jahre alt, und das schafft nicht, der lieber Ismael brücken, und Gott sagt, nee, ich wollte Isaac geben, denn er ist nicht bloß, er wollte die nicht im Stich, er ist ein Port von denen Raub. Wenn du als Eltern, wenn du als Mama, du als Papa, wenn du Kinder hast und du hast einen Raub von Gott, ich will dir sagen, dass dein Kind ist ein Port von deinem Raub. Gott ist ein Raub auf dein Leben, wenn du die Kinder jaft, dann sind die ein Port davon.
Ich weiß nicht, dass du muss über gefällt hast, aber ich habe mehr mal gehört, wenn Menschen sagen, ich weiß ganz genau, was mein Raub wir, ich weiß doch, was Gott will haben, was ich soll tun, und dann einmal, wo wir ändern, die dann Kind zur Welt bringen. Nun ist das ändert alles. Nun müssen wir das auf dem Schraub sagen, nun wollen wir erst mal ans Kind abtragen, und dann wollen wir trägen und das, wenn der Raub dann auf was sagen. Das nicht für das Arbeiten das. Das Kind ist nicht zum Pause sagen auf den Raub, das Kind ist nicht zum sagen, ihr habt der Raub geändert, das Kind ist zum Mitnehmen in den Raub. Zum Import sein von den Raub, was du hast von Gott. Wenn du das Kind lässt, die im Stich legen, dann wirst du den Raub nicht nur fallen. Das Kind ist Import von den Raub, was Gott für dich hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen dann. Die Kinder, die sind in Seen, und die sind auch ein paar von uns Raub. Ich weiß, hier sind vielleicht Menschen, die hören von diesem reislich Jugend, oder junge Leute, die noch eine Kinder haben, die sagen, vielleicht, naja, das ist gut. Ja, unsere Eltern, die haben den Raub, und das ist auch alle Fan, aber ich sage noch nicht Mutter, ich sage noch nicht Vater, wo passe ich dann in das Bild an? Weil ich will die sagen, dass der Tag kommt, dass du wirst in diese Pfeil haben, dass du wirst auch noch mal gleich, wenn du ein paar Schwächs hast, für den Ramm ran. Du wirst auch die Pfeil haben, da wird je schön sein, wenn ich eine Mama wäre, wird je schön sein, wenn ich eine Papa wäre. Und wenn du befreit bist, oder du wirst dich vielleicht befreien, und wenn Gott dir dann ein Kind geben wird, dann wirst du kriegen dieselbe Vorsehen, wie wir als Eltern all sind, oder vielleicht beim sein, und das ist ein Wunder, wie passt das alles top. Dann wird die nur sein, dass wenn Gott dir ein Kind schenken wird, das Kind ist ein Part von deinem Raub. Ein Part von Gott in Raub in dein Leben. Das ist ein Geschenk, das ist ein Sehen, oder es ist ein Part von dem Raub, was Gott auf dich hat. Vielleicht sind hier Menschen, die von der Kirche, die sind Eltern, vielleicht sind die bitter und befreien Eltern geworden, oder vielleicht sind die befreit warst und haben nicht geschafft, vielleicht wird früher, wird man, oder vielleicht von eingegangen. Und die wundern, wo passt ich dann in das Bild an? Und ich wollte dir auch sagen, dass wenn du ein Kind hast und du bist aber nicht befreit, und hast nicht einen Ehepartner, dein Kind ist nicht ein Fehler. Wenn du das durch Sinn begonnen hast, nicht das Kind zu bestrafen, wenn Gott dir das gegeben hat, dann ist das ein Gesehen von Gott, ist das ein Geschenk von Gott. Das Kind ist nicht eine Strafe auf dich. Das Kind ist nicht ein Fluch in dein Leben. Vielleicht möchte ich sagen, dass wenn du in so einer Stand bist, dass du allein das dein Kind abtragen, verstehst du mich reich. Das Kind ist nicht schuldig. Das Kind ist ein Sehen. Und wenn du ein Kind bist, was du abwachsen, und du hast immer gewundert, wo passe ich an, wenn meine Eltern, die wären nicht taub, und ich weiß nicht, wo wir mein Vater ist, ich weiß nicht, wer meine Mama ist, ich weiß nicht, wo ich nachpasse, ich will dir sagen, dass du bist nicht ein Fehler. Du bist ein Sehen von Gott. Du bist ein Geschenk. Und zu dir als Eltern würde ich sagen, dass Gott hat danach einen Plan für dich. Er hat einen Raub auf dich. Er will dich, er gleicht dich, er rechnet dich viel. Er macht, du darfst vielleicht Dinge, weil wir tun alle Dinge, was Gott nicht gleicht. Und sage das du auch, aber das, Gott gleicht die an die Herr er hat einen Raub auf dich. Und wenn du ein Kind hast, du bist nicht mit einem neuen Partner taub, dein Kind ist ein Part von dem Raub, was er für dich hat. So nicht dein Kind bestrafen, für nicht einen Ehepartner haben. Nicht dein Kind bestrafen, für dass Dinge nicht alle reich sind. Kinder sind ein Geschenk von Gott. Kinder sind ein Sehen von Gott. Die sind ein Part von unserem Raub. Wenn ich daran denke, und würde alle Tipps schaffen, wo kann das sein? Ich weiß noch, als Argentina in unseren jungen Jahren, wir sind noch in unseren jungen Jahren, aber nach jüngeren Jahren, dass wir bloß nach den Kindern hatten, dann haben wir noch mal so, dass wir haben unsere Kinder, die sollen ausmerken, sehr schmack werden. Dann behandeln wir die, dass von wir gemerkt haben. Wir behandeln die, das von der Ansicht, die wir. Wir behandeln die, das von der gemerkt werden für uns. Und dann haben wir das Ziel, was die sollen sein, was die sollen loten, was die sollen ausmerken, Schmack loten. Und wenn die dort nicht tun, dann müssten die Sache dort zu hören kriegen. Wird er uns heute zu Schauen gebracht. Und dann über dem, was wir in der weiten Leuten, was wir hatten, wird er uns heute zu Schauen gebracht. Dann direkt wie ein Platz haben wir leer, und die feilen sich danach so, die werden einfach für nichts gebrochen. Die feilen sich nicht Junk, die feilen sich das Malhüben. Und das ist nicht ein Weg zum Kinder abtragen. Das habe ich geprüft und das schafft nicht. Sondern es wird erst lernen, dass unsere Kinder, die werden Sehen von Gott,
die wir ein Port von unseren Raub, die wir ein Geschenk von Gott, dann fangen wir an zu ändern. Und Leute, als kijken, dass die anderen merken Schmack loten, dann werden wir an, dass wenn die ein Geschenk sind von Gott, wenn er uns die anvertraut hat, dann hat er eine Ursache verernt, dann hat er einen Plan verernt, dann haben wir viel alle die Abgabe zum helfen, dass Gott kann lernen, dass die kann weiten, was im Plan erst verernt. Es ist dann, wenn die Dinge deuten, was uns nicht gefallen, wenn die Dinge tun, was uns nicht gefallen, dann darf wir nicht merken, zu schauen, feilen, dann brauchen wir nicht utlopsen in so eine Sachen statt, dann kicken wir lieber, wo wir als Eltern. Wenn die uns zu schauen merken, dann kicken wir, was wir erreichen. Dann, dass wir in der Stadt schämen, utlopsen, dann kicken wir, was können wir ändern, wo wir als Eltern tun, dass wir besser erreichen können, dass wir können leiden in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, in die Gemeinschaft mit Gott nur fallen. Die Kinder sind ein Geschenk von Gott, die sind ein Sehen, und die sind ein Port von den Raub, was Gott in uns Leben hat. Die sind nicht zu uns im Stich legen in uns Raub, die sind ein Port, die sind zu mitnehmen in den Raub, was Gott für uns hat. Aber wo ladet alle? Wo ladet uitgeleefd? Und ich will ein paar Vers lesen, das sind in Psalm Kapitel 127, da sind mal 5 Vers, aber ich will die lesen, wenn hier so der nur sehr erklären, wird alle luten der. Ich will lesen, und ich will von der zweiten Part, von Vers 1 anfangen, das heißt es dort. Wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die vergisst, die durch den Bühren. Wo der Herr nicht über die Stadt werkt, werken die Wächter vergisst. Dort habt ihr nicht tätig abstunden, lange der arbeiten, lot Dulsaten in ihrem Brot mit Säuren zu eten. Willst die Senja jaft dort, wann sie auch schluppen. Kinder sind ein Sehen vom Herrn. Kinder sind ein Geschenk von Gott. So es fehlen in einen starken Kreis in der Hand, so sind Sehens von einem jungen Futter. Glücklich ist der, der ihren Bärenholer davon Fall haben, die worden nicht zu schon worden, wenn die im Platz mit ihrem Feind verhandeln. Ein paar Dinge, was ich will erwähnen hier so. Erstens, das Psalm, der ist geschrieben von dem König Salomo. Salomo wie ein weiser Mann, er hat viele Kinder, viel zu viel, glaube ich. Er weiß nicht, mit der alle, aber er kijkt nicht all das in sein Leben und dann sieht er was interessant, er sagt, ersten Fall, er sagt, er kijkt nicht, was er meint, gesehen sein in Gott in den Ohren, zum Rick sein in Gott in den Ohren. Dann braucht er das Beispiel von Kindern. Die Umstände von der Ricktum, wo er von reden wird, sind einfach Kinder. Und dann sagt er, er sagt, wenn wir in Haus bauen, und wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die für Jesus. Und dann wird gesagt, wir können unsere Kinder proben, abzutragen, wir können proben zu merken, wie wir sollen sein, und wir tun es nicht für den Herrn, das wird nicht schaffen. Wir merken uns Meid, wir merken uns miserablich, wir merken unsere Kinder miserablich, das wird bloß nicht schaffen. Er sagt dann noch wieder, er sagt, wer über der Stadt wirkt, die werken für Jesus. So, wie all die Macht, was wir da hingelegen, all die Energie, was wir da hinleihen, wir schaffen uns Meid, und das schien sich, dass wir haben nicht die Frucht davon. Wir fehlen uns, dass das für Jesus. Er sagt wieder in Vers 2, er sagt, dort habt ihr nicht tätig abstunden, lange der arbeiten. Und dann sagt, alles, was wir online können, wir schaffen uns Meid, und wir sein da plötzlich dort, was da und das, und schließlich dann geben wir ab. Und das wird erst, was wir als Eltern, wir haben, also Kinder sollen uns mehr Geschmack lassen. Wir haben einmal diese Dose, wo die sollen anpassen, und wenn die durch nicht anpassen, dann sei wir das schafflich, und dann fällt wir uns das vergiftet, wenn das alle nicht schaffen, wir waren Meid, wir waren dull, wir waren verdrisslich, und wir behandeln die Prost, und die waren Meid, und die waren dull, und die werden nicht mehr als Typ sein. Und das ist ungefähr, wie das nur hingehen wird. Dann sagt er in Vers 3, ja, er sagt, Kinder aber sind ein Geschenk von Gott. Kinder sind ein Sehen vom Herrn. Kinder sind ein Geschenk von Gott. So wie sagen dass Gott die Sarah ein Sehen geben mit dem Kind Isaac. Hier sagt König Salomo, Kinder sind ein Sehen und die sind ein Geschenk. In anderen Worten sagt, die sind als unvertraut.
Die sind uns gegeben, aber das muss für eine Zeit, wenn uns Leben, das kommt auch zum Eng. Und dann hat er wieder in den 4. Vers zu sein, wird es so loten, was er dann bedienen wird. Er sagt, Kinder sind so aus Fehlen in den Märchen kriegen, Meister, lass mich das lesen. Kinder sind so aus Fehlen in den starken Krieg seiner Hand. So Kinder sind so in den starken Krieg seiner Hand. Und hier sind ein paar Dinge, was ich glaube, erwähnen hier. Er sagt hier in Krieg, in seiner Hand. In Krieg, ich weiß nicht, jeder mal irgendwie gedacht haben, aber in Krieg hat er nicht für seine eigenen Genossen zu jachten. In Krieg ist immer wem ungedaan. In Krieg jagt immer für so etwas, was du mehr hast aus seinem eigenen Leben. Er arbeitet für den König. Er arbeitet für den Königreich. Er arbeitet für den Menschen. Er ist immer zu tun am mehr aus sich selbst. Und das, was er hier sagt, die Kinder sind das Fehlen in den starken Krieg seiner Hand. Und so, indem dann sagt, merkt er das Vergleichnis, dann sagt er, wir als Älteren, wir sind das Krieg. Wir haben gesagt, dass wir für mehr kämpfen, dann ist bloß für uns selbst. Wenn wir Kinder abtreiben, dann holen sich mehr als bloß an uns selbst. Dann holen sich an uns König, Jesus Christus. Dann holen sich an uns König sein Reich. Der Himmelreich. Da holen sich andere Menschen. Wo können die andere Menschen rechnen für das Evangelium? So, wenn wir Kinder abtreiben, dann, die sind in Geschenk, die sind in Sehen, und die sind das Fehlen. Und der Unterricht von den Kriegsmann, er hat bloß gewisse Fehlen. Das liegt jetzt von der, wo die immer weiter schädig haben. Aber diese hat nicht Fehlen, und die haben bloß eine gewisse Samen. Und so jeder Fehl, was die schauten, der mein Wort, der deiden nicht verdammt hat. Und ein anderer wird gesagt, diese Kinder, was wir haben, wir sollen in was nehmen, wir sollen in was planten, lernen, und so weiter, das mein Wort. Das Leben ist nicht bloß zum Durchritschen. Das Leben hat eine Meinung. Das Leben hat eine Bedienung. Und so, die Kinder sind in Serien, die sind ein Port von den Raub, was Gott uns gegeben hat. Und wir als Eltern, wir haben nu die Gelegenheit, die Verantwortlichkeit, um in irgendwas reden, um irgendwas planten, um die werden bereit sein, dass die auch die Kriegsmänner werden, was ihre Kinder werden abtreiben, das ist ein Fehl, zum Rückschicken, zum mehr tun. Ich weiß nicht, ist ich der Kleid nicht mehr, ich glaube, das merkt sein, für mich merkt das sein, aber Kinder, die sind in Sehen, die sind in Raub, und wir haben die Gelegenheit. So, ich hoffe, dass du als Vater, ich hoffe, dass du als Mutter, dass du schätzt deine Kinder. Ich hoffe, du siehst dort, dass die in Sehen sind. Ich hoffe, dass du siehst, dass die ein Geschenk sind. Und ich hoffe, dass die jetzt Schein mit ihnen. Wenn das nicht das, dann werde ich die Mut zu sprechen, zum Anfang noch einmal zu kicken, wo du mit deinen Kindern verhandeln darfst. Behandelst du die so, dass die sagen, die merken Schmackloten, dass das Leben an dich zu tun ist? Wenn du das, dann werde ich die Mut zu sprechen, zum lieber kicken und sein, wo kann die lernen, was meint Jesus nur folgen. Indem du Jesus nur folgen darfst, indem du mit Jesus Gemeinschaft hast, und du nimmst deine Kinder mit, auf deinen Raub, was du hast, dann werden die sein. Ja, wir dann nicht lernen, aber dann noch doller dann kicken, was wir dort tun. So als Verhältnis mit ihnen, das ist so wichtig. So möchte ein Sehen sein zu ihnen, möchte ein Trost sein zu ihnen, wie als Eltern sein wir ein Sehen zu Kindern. Und als Kinder sei ihnen Sehen der Eltern. Da zu beten. Für das Dankeschön von der Samurai für Väter, für Mütter und für Kinder. Für Jugend. Herr Gott, du hast uns gesehen, du hast uns beschenkt mit so einer schmackige Gelegenheit, für vernünftige Gemeinschaft haben, einfach Gesellschaft haben, was uns abbühen, dass wir als Eltern können ein Vorbild sein von Wirtschaftsland mit die Typ im Wandel zu gehen. Herr Gott, musst du uns als Eltern in Weg wiesen, um unsere Kinder, in Schengen haben mit unseren Kindern, in so einem Weg, dass die lernen, was meine Gemeinschaft zu haben mit dir. Herr Gott, wenn die auflesen, dann von uns leben. Und wenn die hören, wenn wir dir vertrauen, dann von uns leben. Von unserer Gemeinschaft mit dir. Herr Gott, möchte das abtreiben. Und das die Psalmist schrieben, der King Salomon schrieben, der in den Psalm, dass die dann das Fehlen in den Kriegsmann sehen, dass die rückgeschickt worden und die erregen dort, wo die geschickt wird. Herr Gott, musst du unsere Kinder das Hort geben, um die nur fallen. Und vorher, dass wir würden eine Gruppe junger Menschen haben, die abwachsen, mächtig im Glauben, mächtig im Jesus Gottes, und die kraftvoll nur fallen. Herr Gott, wir danken und preisen dir dafür in Jesus' Namen. Amen.
Ich will zum Sehenspruch noch lesen von 2. Thessalonicher, Kapitel 2, den 16. und 17. Vers. Mag als Herr Jesus Christus selbst und Gott als Vater, der uns Gott ist und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch seine Gnade gegeben hat. Jene Horten trösten und jene stark merken in all gute Tun und Reden. Amen. Vielen Dank, mag Gott uns segnen.